Du kennst diese Person, die immer absagt. Bin müde, vielleicht nächstes Mal, heute nicht. Und irgendwann denkst du, mag sie mich nicht, vermeidet sie mich, aber was, wenn das Gegenteil stimmt? Was, wenn sie nicht dich meidet, sondern etwas schützt, das du nicht siehst? Bleib kurz dran. Am Ende verstehst du 3 Dinge. Erstens, warum zu Hause bleiben für manche kein Rückzug ist, sondern ein biologisches Bedürfnis. Zweitens, warum es bei manchen plötzlich kippt und aus Sicherheit ein Käfig wird. Und drittens, die eine Frage, die fast niemand stellt, obwohl sie alles entscheidet. Stell dir Freitagabend vor. Für manche ist das wie ein Startschuss. Lichter, Menschen, Stimmen, Bewegung. Endlich Leben. Und für andere? Für andere ist Freitagabend Stille, Jogginghose, Tee, eine Decke und dieses Gefühl, jetzt atmet mein Körper wieder. Wenn du dich dabei ertappt hast, dass dich ein Abend zu Hause mehr freut als ein Abend draußen, dann wird dich dieses Video treffen. Denn das, was die Gesellschaft ihn langweilig nennt, nennt die Psychologie oft etwas ganz anderes. Aber bevor wir darüber reden, muss ich dir eine unbequeme Wahrheit sagen. Nicht jeder, der zu Hause bleibt, ist introvertiert. Und nicht jeder, der rausgeht, ist extrovertiert. Und genau hier beginnt das Missverständnis. Es gibt Menschen, die laden ihren Akku auf, wenn sie unter Leuten sind. Die werden wacher, klarer, lebendiger. Und es gibt Menschen, bei denen passiert das Gegenteil. Jede soziale Interaktion, sogar eine schöne, kostet Energie. Nicht, weil sie Menschen hassen, sondern weil ihr Nervensystem anders arbeitet. Du kannst Spaß haben und trotzdem danach völlig leer sein. Kennst du das? Du lachst, du bist dabei. Und irgendwann, ohne Vorwarnung, kippt etwas. Du willst nur noch nach Hause, als hätte jemand den Ton zu laut gedreht. Und jetzt kommt der Punkt, den fast niemand versteht. Für manche ist Tag zu Hause nicht einfach ein Ort, es ist ein Ladegerät. Und wenn das stimmt, dann ist die Frage nicht, warum bist du so, sondern, was passiert in deinem Körper, wenn du draußen bist? Warte kurz, gleich wird klar, warum genau das alles entscheidet. Viele Psychologen sprechen von einem Prinzip, das du im Alltag sofort erkennst. Dein Gehirn sucht nach einem optimalen Level an Reizen. Manche brauchen mehr, andere brauchen weniger. Für die einen fühlt sich ein voller Raum nach Leben an, für die anderen nach Lärm im Kopf. Und nein, das ist nicht Faulheit, nicht Arroganz, nicht soziale Inkompetenz. Das ist Reizverarbeitung und das erklärt schon viel. Aber es erklärt nicht alles, denn bei vielen geht es nicht nur um Ruhe, bei vielen geht es um Kontrolle. Und jetzt wird's spannend. Stell dir vor, du gehst raus. Du kannst nicht steuern, wer dich anspricht. Du kannst nicht steuern, wie laut es ist. Du kannst nicht steuern, ob Pläne sich ändern. Du musst Smalltalken, obwohl dich die Antwort nicht interessiert. Du musst lächeln, obwohl du innerlich einfach nur willst, dass es aufhört. Und jetzt stell dir das Gegenteil vor. Du bist zu Hause. Du bestimmst das Licht. Du bestimmst die Geräusche. Du bestimmst, ob du sprichst oder schweigst. Du bestimmst, ob du dich zurückziehst oder öffnest. Für manche ist das nicht Komfort. Das ist Sicherheit. Und wenn du hochsensibel bist oder schnell überreizt oder eine leichte Angst im Hintergrund hast, dann ist Kontrolle keine Luxusfunktion. Dann ist Kontrolle Überleben. Aber hier kommt die erste offene Schleife, die wir später schließen. Wenn zu Hause so gut tut, warum fühlen sich manche danach trotzdem leer? Bleib dran. Das ist der Moment, an dem sich Frieden und Verstecken trennen. Jetzt kommt etwas, das viele unterschätzen. Menschen, die gern alleine sind oder gern zu Hause bleiben, sind nicht automatisch passiv. Oft passiert bei ihnen innen mehr als bei anderen draußen. Das ist der Grund, warum viele von ihnen kreativ sind, tiefer denken, Probleme besser durchkauen, Muster schneller erkennen, weil ihre Aufmerksamkeit nicht permanent nach außen gezogen wird. Du kennst diese Abende, oder? Kein Drama, kein Event, nur du, ein Gedanke, ein Buch, ein Video und plötzlich klickt etwas. Ein Satz, der alles in dir neu sortiert. Und jetzt kommt der kleine Paukenschlag. Die besten Ideen entstehen selten in der lautesten Umgebung. Sie entstehen dort, wo dein Nervensystem nicht kämpft. In der Stille. Nicht, weil du einsam bist, sondern weil du Platz hast, dich selbst zu hören. Und trotzdem wird genau das von außen oft falsch gelesen. Du verpasst dein Leben. Du musst raus.
Du brauchst mehr Leute. Du musst Erinnerungen machen. Aber was, wenn deine besten Erinnerungen anders aussehen? Was, wenn dein bestes Leben ist? Eine heiße Suppe, eine Doku, keine Verpflichtungen. Und dieses stille Gefühl, ich muss gerade niemand sein, das ist nicht traurig, das ist Selbstkenntnis. Aber, und jetzt kommt die zweite Schleife. Warum schämen sich so viele trotzdem dafür? Warte kurz, das ist kein Charakterproblem, das ist Kultur. Wir leben in einer Welt, die Lautstärke romantisiert. Party, Netzwerk, Abenteuer, live your best life. Und wenn du nicht ständig irgendwo bist, dann wirkt es schnell, als würdest du zurückfallen. Das ist perfide, weil es dir beibringt, dich für deine Ruhe zu rechtfertigen. Und jetzt stell dir vor, du bist jemand, der ohnehin schnell überreizt. Du kämpfst dich durch die Woche, du gibst dir Mühe, du funktionierst. Und am Wochenende willst du nur dich reparieren. Doch dann kommt der Druck. Komm mit, du musst unter Leute, du wirst sonst komisch. Und du lächelst und sagst, vielleicht. Und innerlich denkst du, ich kann gerade nicht. Ich will nur sicher sein. Und hier sind wir bei einem entscheidenden Unterschied. Zu Hause bleiben kann Selbstfürsorge sein, aber es kann auch Vermeidung sein. Und gleich kommt der Moment, an dem du erkennst, was bei dir zutrifft. Aber vorher ein kurzer, sehr wichtiger Stopp. Viele glauben, wenn ich zu Hause bleiben will, bin ich introvertiert. Nein, manche Menschen lieben zu Hause, weil sie ruhiger werden. Andere lieben zu Hause, weil sie dort nicht bewertet werden. Das ist ein Unterschied. Denn sobald Angst im Spiel ist, wird zu Hause nicht nur ein Ladegerät, es wird ein Schutzschild. Und Schutzschilde sind gefährlich, weil sie dich schützen, aber dich auch daran hindern, stärker zu werden. Und jetzt kommt der Punkt, an dem bei vielen die Kurve im Video sonst abfällt. Also machen wir jetzt den 3-Minuten-Klick-Moment. Stell dir folgende Szene vor. Du sitzt zu Hause, du bist allein und eigentlich ist alles ruhig. Aber du fühlst dich nicht friedlich. Du fühlst dich angespannt. Nicht, weil etwas passiert, sondern weil du weißt, draußen könnte etwas passieren. Ein Blick, ein peinlicher Moment, eine Frage, auf die du keine Antwort hast, ein Gefühl, das du nicht kontrollieren kannst. Und jetzt sag mir ehrlich, bleibst du zu Hause, weil es dich auftankt oder weil es dich betäubt? Denn genau hier kippt es. Und gleich zeige ich dir den Punkt, an dem aus zu Hause ein Käfig wird, ohne dass du es merkst. Es gibt 3 häufige Gründe, warum Menschen zu Hause bleiben. Der erste ist gesund, Ruhe als Regeneration. Der zweite ist neutral, Komfort als Lebensstil. Der dritte ist gefährlich, Vermeidung als Schutz. Und der dritte fühlt sich am Anfang oft genauso an wie der erste. Das ist das Tückische. Du sagst dir, ich brauche einfach Ruhe. Und manchmal stimmt das, aber manchmal ist es nicht Ruhe. Manchmal ist es Angst, die leise flüstert, geh nicht raus, es wird unangenehm. Und dann wird zu Hause nicht mehr gewählt, sondern gebraucht. Und jetzt kommt der Twist, den viele nicht erwarten. Manche Menschen sind nicht introvertiert. Sie sind nur dauerhaft überfordert, weil sie nie gelernt haben, wie sich Sicherheit in sich selbst anfühlt. Das bedeutet, du bleibst nicht zu Hause, weil du so bist. Du bleibst zu Hause, weil dein Körper es gelernt hat. Und das kann aus Kindheit kommen. Aus einem Umfeld, wo du dich draußen nie wirklich sicher gefühlt hast. Oder wo du gelernt hast, sei lieber unauffällig. Und wenn du so aufgewachsen bist, dann ist zu Hause mehr als ein Ort. Es ist ein Zustand. Aber warte. Gleich kommt der Moment, wo das Ganze eine neue Richtung nimmt. Denn manchmal ist das Problem nicht, dass du zu Hause bleiben willst. Das Problem ist, dass du draußen nicht mehr weißt, wer du sein darfst. Stell dir einen Typen vor. Nennen wir ihn Leon. Leon ist nicht unsozial. Er kann reden. Er ist sogar witzig. Aber nach jeder Verabredung ist er kaputt. Er kommt nach Hause, zieht die Schuhe aus, setzt sich hin und fühlt sofort. Endlich. Seine Freunde sagen, du bist immer weg. Leon sagt, ich brauche nur Ruhe. Und eines Tages merkt er etwas. Wenn er absagt, spürt er Erleichterung, aber keine Freude, nur Erleichterung, als hätte er einer Gefahr entkommen. Und da versteht er, es geht nicht nur um Ruhe, es geht um Anspannung. Dann beginnt er sich zu testen. Er geht raus, aber nur kurz. Er bleibt, bis es leicht unangenehm wird, nicht bis es ihn zerreißt. Und er merkt, die Angst fällt nicht, wenn er zu Hause bleibt.
Sie fällt, wenn er merkt, dass er draußen überlebt. Das ist der Punkt. Und jetzt kommt der Midpoint-Twist. Für viele Menschen ist das Problem nicht zu viele Reize. Das Problem ist, dass sie draußen ständig versuchen, eine Rolle zu spielen. Eine Version von sich, die funktioniert. Und diese Rolle kostet mehr Energie als jede Party. Wenn du also draußen erschöpft bist, frag dich, werde ich müde, weil es laut ist? Oder weil ich mich verstelle? Und wenn du jetzt denkst, oh, dann bleib dran. Denn jetzt gehen wir in die Tiefe. Warum manche im Inneren so reich sind, dass sie das Außen nicht brauchen. Und warum das etwas anderes ist als Rückzug. Es gibt Menschen, die haben einen lauten Außenraum und einen stillen Innenraum. Und es gibt Menschen, die haben einen stillen Außenraum und einen riesigen Innenraum. Sie brauchen keine dauernde Stimulation, weil ihre Gedankenwelt schon genug ist. Und das ist keine Ausrede. Es ist ein Temperament. Du merkst es an kleinen Dingen. Sie genießen Rituale. Der erste Kaffee am Morgen, derselbe Platz auf dem Sofa, die gleiche Playlist, das gedimmte Licht am Abend. Nicht, weil sie langweilig sind, sondern weil diese Rituale dem Nervensystem sagen, du bist sicher. Und hier kommt eine gefährliche Verwechslung. Menschen halten solche Leute für unambitioniert, für zu ruhig, für nicht sozial genug. Dabei sind viele von ihnen extrem tief und sehr wach, nur eben nicht laut. Und jetzt mache ich dir eine kleine Provokation. Vielleicht sind manche, die ständig unterwegs sind, nicht wirklich lebendiger. Vielleicht sind sie nur schlechter darin, allein zu sein. Und das wäre dann auch Psychologie. Aber es gibt noch eine dunklere Schicht. Denn manchmal ist zu Hause nicht nur Ruhe oder Kontrolle. Manchmal ist zu Hause ein Versteck vor Schmerz. Und gleich zeige ich dir die 3 Signale, an denen du erkennst, ob du dich einfach nur regenerierst oder dich langsam selbst einmauerst. Das erste Signal: Fühlst du dich nach einem Abend zu Hause besser? Oder fühlst du dich danach irgendwie kleiner? Wenn du dich erholt fühlst, ist es Regeneration. Wenn du dich schuldig fühlst, ist es oft Druck von außen. Aber wenn du dich leer fühlst, obwohl du deine Ruhe hattest, dann ist es etwas anderes. Das zweite Signal: Wählst du dein Zuhause oder brauchst du es? Eine Wahl fühlt sich ruhig und souverän an. Ein Bedürfnis fühlt sich eher panisch an, fast wie ein Zwang. Und das dritte Signal: Kannst du rausgehen, wenn du es willst? Nicht, weil du musst, sondern weil du es wirklich willst. Wenn der Gedanke daran, rauszugehen, sofort eine Schwere in dir auslöst, dann geht es nicht mehr nur um Introversion. Dann geht es um einen inneren Schutzmechanismus. Und dieser Mechanismus hat oft einen Ursprung. Erfahrungen, in denen du gelernt hast, dass draußen gefährlich ist. Ablehnung, Peinlichkeit, Mobbing oder einfach dieses tiefsitzende Gefühl, ich passe nicht hierher. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wenn dein Zuhause dich füllt, ist es Frieden. Wenn dein Zuhause dich vor dem Leben versteckt, ist es ein Käfig. Und gleich gebe ich dir 3 praktische Dinge, die du tun kannst, ohne dich dafür verbiegen zu müssen. Aber vorher lass uns die Schleife schließen, die wir am Anfang geöffnet haben. Warum schämen sich so viele dafür, einfach zu Hause glücklich zu sein? Weil unsere Gesellschaft Leistung nicht nur in Arbeit misst, sondern auch in Sichtbarkeit. Wenn dich niemand sieht, wirkt es, als würdest du nicht wirklich leben. Aber dein Nervensystem, das weiß es besser. Also, was ist die gesunde Botschaft aus all dem? Nicht, geh mehr raus und auch nicht, bleib für immer drin, sondern lerne den Unterschied zwischen Ruhe und Flucht. Und hier sind 3 konkrete Schritte, die du sofort nutzen kannst. Erstens, benenne ehrlich, was du brauchst. Sag nicht einfach nur, ich bin müde, sondern sei präzise, ich bin überreizt oder ich brauche jetzt Kontrolle oder sogar ich habe Angst. Allein das verändert schon, wie du dich selbst behandelst. Zweitens, mach das draußen kleiner. Wenn du merkst, dass du dich versteckst, dann geh nicht gleich auf eine riesige Party. Mach etwas, das vielleicht nur zu 10% unangenehm ist, nicht zu 90%. Ein kurzer Spaziergang um den Block, ein Kaffee mit einer einzigen Person, ein Besuch an einem Ort, den du schon gut kennst. So trainierst du dein Nervensystem ganz sanft, ohne es zu überfordern. Und drittens, baue dein Zuhause als Ressource auf, nicht als Gefängnis. Zu Hause zu sein ist wunderbar, aber gib dir eine Regel. Wenn du etwas absagst, dann nicht aus Angst,
sondern aus Klarheit. Frag dich, würde ich hingehen, wenn ich mich 100%ig sicher fühlen würde? Wenn die Antwort ja ist, dann ist es Angst. Wenn die Antwort nein ist, dann ist es schlicht dein Stil. Und beides ist völlig in Ordnung, solange du es erkennst. Und jetzt der Satz, den du vielleicht jemandem schicken solltest, der sich ständig rechtfertigt. Du bist nicht langweilig. Du bist nur nicht für Lärm gebaut. Und wenn du dich bei all dem selbst ertappt hast, dann nimm diesen Satz noch tiefer für dich an. Ich bleibe nicht zu Hause, weil ich kaputt bin. Ich bleibe zu Hause, weil ich mich dort wiederfinde. Aber vergiss nicht, wenn sich dein Zuhause irgendwann wie ein Käfig anfühlt, ist das kein Beweis dafür, dass mit dir etwas falsch ist. Es ist nur ein Signal. Dein Schutzmechanismus hat die Kontrolle übernommen. Und du kannst sie dir zurückholen. Langsam, ohne Scham. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Abonnier den Kanal, damit du uns nicht verlierst.